Wir befinden uns bei VLN6. Guck mal, bei dem geht nur ein Scheinwerfer, ein Rückfahrlicht. Den hätte ich sofort. Alter, bei uns ging der Scheibenwischer nicht. Hä? Der kommt doch gar nicht über die technischen Abnahme. Wieso haben die das nicht gesehen? Der hat gar kein Licht. Wie soll ich den jetzt sehen beim Anbremsen der erster blinkt Ecke? schon, der blinkt schon rechts. Achso, ja, der hat uns gesehen, oder was? Ich glaube, das ist der Typ, der auf der Ideallinie rumgeparkt hat in seinem Porsche. Der hat mich, da in der Ecke hat er mich schon quasi aufgeregt. Herzlich willkommen zurück am Nürburgring. Nach der langen Winterpause sagen der liebe Benny und der Andy hallo und willkommen zurück. Ganz genau, nachdem wir im letzten Jahr bei den Folgen zur Ideallinie auf der Nordschleife gemeinsam so viel Spaß hatten und ihr das Ganze natürlich so fleißig geschaut habt und geteilt habt, verbreitet habt und uns Feedback gegeben habt, freuen wir uns sehr, dass die Serie natürlich weitergeht und wir euch jetzt auf eine Reise mitnehmen rund um die Nordschleife, nämlich dann, wenn es nass ist. Wir wollen das Ganze natürlich nicht nur kulturell, nicht nur informativ, sondern auch diesmal ein bisschen kulinarisch aufwerten. Dementsprechend haben wir uns mal 2 Tüten Popcorn besorgt und wir werden zum Einstieg uns eine Onboard reinziehen. Das Ganze aus VLN6. Ganz genau, wir nehmen euch mit auf eine Reise zwischen Porsche Cayman GT4, anderen TCR-Fahrzeugen und vielen, vielen schnellen GT3-Fahrzeugen. Also schaut es euch mit uns an. Ich würde sagen, Andi, Film ab. Oh, jetzt hier. Oh, da war noch deutlich mehr Wasser. Guck mal, da haben wir einen Scheibenwischer. Viel mehr Wasser. Ja. Viel mehr Wasser als in der Runde. Ja. Zumindest hier. Ich glaube, auf der hohen 8 hat die Sonne geschienen, ne? Wir quatschen einfach weiter, oder? Und ihr sucht euch die schönsten Sätze dann nachher raus. Das wird keine komplette Runde. Oh, hier. Oder? Guck mal. Guck mal, hier, guck mal, wei. oder? Drift-Challenge. Ich wäre nicht letzter geworden. Also das wäre eine 8 von 10 gewesen, wenn ich da im Zuschauerblock gesessen hätte. Ich bin Fronttriebler. Du bist aber auch ein Materialfahrer. Sag mal, Qualifying-Modus. ich dachte, wir fahren Langstrecke. Das war früh am Morgen. Früh am Morgen bin ich ja noch wach, da bin ich ja noch fit und bissig. Ab 11 Uhr wäre ich dann müde. Das ist sehr aggressiv. Ich glaube, das sollten wir unseren Wettbewerbern mal mitteilen, dass morgens, vielleicht kann man irgendwie ein Signal machen, dass du im Auto sitzt. Guck mal, ganz schön außen entlang. Absolut korrekt. Schön vom Curb wegbleiben, weil da ist sofort Wheelspin. Hast du den Scheibenwischer geschont? Na, du hast bestimmt nur gemacht, um Windwiderstand zu verringern auf der Geraden, oder? Haben wir eh genug. So, anbremsen. Copy-Paste, fast die gleiche Linie, hör mal. Du hast dich da eingeklinkt. Ja. Machst du das extra? Nee. Ey, aber wir fahren wirklich die gleiche Linie fast. Hättest auch in der WTCR mitfahren können. Ja, 2-Kilometer-Schild ist immer so ein markanter Einlenkpunkt im Trockenen, aber im Nassen deutlich später einlenken. Oh, ABS, Oh. wow. Wahnsinnig rutschig. Ja, das war... Da ist viel Wasser, man muss ehrlich sagen, es ist viel Wasser. Aber schön, 3. Gang, rumgecruised. Dass der Motor nicht ganz so bissig ist, ja, dass ich auch wirklich die Traktion auf die Erde kriege. Bisschen außen entlang. Keine hektischen Aktionen machen, schön früh ruhig. ans Gas. Ja, es ist wirklich Wasser auf der Strecke, kann man nicht anders sagen. Auf der Autobahn würde das Schild jetzt kommen, 80 bei Nässe. Haben wir Speed? Ja, haben wir auch, 160. Und? Ist gar nicht so viel Zeit da verloren, muss man sagen. Na gut. Miteinander. Genau. Schwedenkreuz hier, ganz schwierige Ecke. Früh nach innen rein, genau, sich Platz schaffen, nach außen hin, über die Kuppel, leicht am Gas. Du bist leicht am Gas, um dem Heck halt einfach noch Traktion zu geben. Ja? Genau, schön außen jetzt entlang, in Arenberg hier, ganz lange außen bleiben. Oh ne, bis früh rein.
Ein Ticken zu früh. Ich glaube, wenn ich noch später das Auto gedreht hätte, hätte ich vielleicht noch ein bisschen Aggressiver besser am Gas, das Gas aufziehen können. Genau. Aber das hast du immer im Regen. Ja. Du hast jedes Mal, wenn du da hätte ich da lang fahren können, da hätte ich hier noch. Und nächste Runde ist schon wieder komplett anders. Ganz Da, außen. ja, fährst Ideallinie. Oh, da steht aber auch Ah, einer. da war eine gelbe Flagge. Okay. Was hast du hier im Koffer, ein M2? Da war eine grüne. Oh, da hast du gesehen, ja, du Wheel Spin gehabt, leicht an der Hinterachse. Zu kämpfen gehabt mit dem Drehmoment. Oh, da kommt die Gisela. Da habe ich gedacht, oh, der Gisela besser nicht in die Tür rutschen. Ne, bitte nicht. Oh, hier. Perfekt gemacht, ne? Schön früh in den Rückspiegel geschaut, hat er gut gemacht. So, jetzt kommt dein Part. Schöne Grüße. Was ist das jetzt für ein Auto da vor uns? Der parkt auch wieder auf Ideallinie rum, oder was? GT3. Das ist ein GT3. Ne. Hier SP7-Auto, oder was ist das? Ja. Sag mal. Der hat wahrscheinlich ein Problem gehabt. Der hat zum Stecker abgefallen. Muss ein Problem gehabt haben. Das ist aber gut, das Popcorn, ne? Ja, sag mal, schmeckt ganz anders als meins, oder? Ganz viel besser. Komm, ich drauf mal. Die ist schon leer. Gibt's noch die Nachos? Runter. Komm, ihr müsst ganz kurz die Nachos auch mit reinschneiden. Mal gucken, ob es einem auffällt. Guck mal, der Gülden. Das ist super geil mit dem neuen Asphalt da, ne? Kallenhart hoch. Ja, mit kalter Soße ist scheiße. Mit kalter Soße ist scheiße. Da war aber auch hier, kurz vor knapp immer. Genau getimed. Ja. Lucky Jawohl, Boy. Lucky Boy. Okay. Das Kesselchen rauf. Da vorne müsste wieder irgendwie ein Cup Porsche oder sowas sein. Und das ist der Moment, hier geht einem die Klammer. Oh, aber richtig. Schön am Gas, ganz leicht am Gas bleiben. Und nicht atmen. Ganz wichtig, nicht atmen, genau. Ich glaube, du holst auch den Cup Porsche da vorne aus. Zweite Auto jetzt da vorne. Weißt du, was für ein Auto ist? Ein Cup KTM. Oder ein KTM, ja? Oh ja. Oh, schön die Lichthupe, jawohl. Jawohl, das ist mein Lieblingsknopf. Genau, normal ist das Bennys Lieblingsclub. Ja. Schön da durchflashen, sehr gut. Oh ja, ein KTM tatsächlich. Jo. Da musste ich innen lang fahren. Ja, ging nicht anders, ne? Aber schon, weißt du, du bist noch gar nicht aus der Ecke raus, schon am Flächen. Jetzt weiß ich auch, warum der Knopfverschleiß bei uns so hoch ist. I'm on a mission. Das ist Qualifying. Schön linker Reifen eingehakt noch, ne? Ja. Aber du siehst, hat nichts gebracht. Also im Karussell außen rumfahren. Da muss der Geschwindigkeitsunterschied schon extrem hoch sein. Dann kann es vielleicht irgendwie passen. Ansonsten macht es mehr Sinn, eine Nummer zu ziehen und sich hinten anzustellen. Neuer Asphalt, guter Grip. Ja, ein bisschen versetzt zur eigentlichen Ideallinie. 50% offline, wenig Wheelspin. Erstaunlich, also. Weil das sind die Stellen, an den Ecken da machst du halt auch sehr, sehr gut Fahrwerksabstimmung, wie das Auto Traktion hat. Immer dann, wenn es leicht wird. Guck mal, außen, außen, außen. Ja. Aber du siehst auch, wenn du das Lenkrad anguckst bei dir, guck mal, du fährst rein in die Ecke, zack, Lenkrad passt, du bist nicht groß am Nachkorrigieren. Klar, auf der Bremse ist das Auto immer leicht an der Hinterachse, klar, das ist unsere Philosophie, unsere Abstimmung, aber generell hier, okay, da bist du dann ein bisschen auf Farbe gekommen. Ein bisschen zu hoch, genau. Aber du gehst ans Gas und, ja, das Auto, ist okay. Gefühlvoller Gasfuß. Mein ja, rechter Fuß. Genau. Mein rechter Fuß. Ist der C noch dran?
Neulich wieder verstaut. Alter, ohne Scheiß. Oh, mein Bein ist eingeschlagen. Meins auch. Wir müssen abbrechen. Und wieder Cup Porsche vorne, oder was? Oder GT4? Haben wir eine Mission. Es hat deutlich mehr Regen, deutlich mehr Verkehr. Ah, das ist doch dieser Audi TT RS, fährt er da mit. Da vorne fährt er doch. Ja. Hast du auch ein bisschen... Ah, du bist wirklich auch eine Mission. Ja, und der parkt jetzt wieder hier im Galgenkopf, wettig. Das geht so. Außen, außen, außen. Und ans Gas. Außen vorbei. Und einfach nur daneben. Ja, der Gülden. Da kannst halt auch. Aggressiv. Sehr aggressiv. Ist schön, wenn die Außenspiegel groß genug sind an so einem Auto, freue ich mich immer. So ein bisschen Ist Windschatten nicht nehmen bei hier. jedem Auto so. Manche machen die aber auch bewusst klein, wegen der Aerodynamik. Oh, mein Bein ist eingeschlafen. Mach doch nicht, weg doch einfach aus. Es hört sich so an, als seist du im 6. Gang. Guck mal, die Rundenzeit gleich. Ich glaube, die waren nicht so schlecht. Naja, war sehr gut mit dem Verkehr und dem Pipapo und dem Bamborium. Im Wasser. Ja, klar. Wie lange brauchst du von Galgenkopf bis Stadtziel? Ah, fährst du gleich Rundzeit, oder was? Geil. Ey, geil. Eine Sekunde. So, das war sie also, unsere erste Folge für dieses Jahr. Wir hoffen, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Es wird weitergehen. Wir werden euch das Jahr über noch ein bisschen mehr erklären, wenn es darum geht, die Nordschleife im Nassen zu meistern. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar da. Genau, schreibt unten in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und natürlich würden wir uns freuen, euch auch live bei der NLS irgendwo im Fahrerlager zu sehen. Den Andy trifft man gerne auch nach 23 Uhr in der Davidoff Lounge im Lindner.